Schön, dass du hier bist. Wir fangen wieder gleich an. Los geht die Malreise. Ja, ich weiß noch gar nicht genau, was ich machen will. Ich habe mir hier erstmal eine Masse angerührt. Also die ist relativ fest, wie du hier sehen kannst. Sieht auch witzig aus. Ja, und die gebe ich jetzt erstmal auf die Fläche drauf und komme so erstmal ins Malen, ins Tun. Und ja, hier mit dem Stiel kann ich ja auch Strukturen erzeugen, also auch andere Strukturen. Für mich ist jetzt erstmal nur, das überhaupt auf die Fläche zu bringen oder umzurühren. Und ich könnte jetzt mit diesem Palettenmesser weiterarbeiten oder mit dem Kuchenheber, je nachdem. Und ja, nehme jetzt heute einfach mal diesen Kuchenheber und verstreiche jetzt erstmal die Masse und erzeuge so ein paar leichte Strukturen. Jetzt bin ich hier schon so ein bisschen angekommen. Ist immer toll, das auch anzuschauen, finde ich. Und jetzt muss es einmal kurz trocknen. Ja, es konnte jetzt ein bisschen trocknen und ich habe mir in der Zeit Farben angemischt und es sieht hier noch ein bisschen nass aus. Also man sieht es ja richtig, dass es noch nicht ganz trocken ist. Aber ich will jetzt nicht länger warten, deswegen fange ich mal an. Und ich überlege gerade. Ja, ich nehme erstmal den Farbton. Oh, wow, wie schön das aussieht. Wie ein Auge sah es aus. Also einfach ein bisschen verstreichen. Das ist ja immer so ein richtig schöner Moment. Also das macht alleine schon Spaß, das zu tun. Das macht echt viel Spaß. Also da kannst du richtig bei abtauchen immer, finde ich. Also genieße die Zeit hier. Verstreiche einfach ein bisschen die Farbe. Dabei kann ich jetzt glatt vergessen, dass ich ja noch was vorhabe. Jetzt nämlich ein guter Moment, das auszuprobieren. Das ist jetzt einfach Salz und das streue ich hier immer so ein bisschen drauf. Aber es kommt immer nur so haufenweise darunter. Ich will das ein bisschen feiner haben. Deswegen probiere ich jetzt hier mal, das ein bisschen zu streuen. Und man sieht ganz gut, was jetzt passiert. Also es zieht so ein bisschen das Wasser auf und ergibt eine neue Struktur. Jetzt nehme ich mal Blau dazu. Und für mich ist das nämlich wie Sandstrand. Ist auch immer so schön, aber jetzt kommt das Meer dazu. Das ist auch toll. Wie das jetzt hier so läuft, ist auch schön. Also die Farbe ist schön flüssig. Jetzt kann ich die hier jetzt noch so ein bisschen verstreichen und in die Wellen eintauchen. Ja, ein schönes Blau. Hat auch so schon was, finde ich. Aber ich will auch hier nochmal mit dem Salz experimentieren. Hier sieht man schon so schöne Effekte. Mal gucken. Ja, man sieht ganz gut jetzt, wie der Effekt da entsteht. Kann man ganz schön erkennen, finde ich.
das sind immer so schöne Effekte, wenn dann die Farbe so anfängt zu fließen und jetzt kann ich die hier so schön verteilen und dann fließt sie nochmal wieder darüber und dann verbinden sich so ein bisschen die Farben und es entstehen dann ja auch wieder neue. Jetzt geht richtig das Wasser an den Strand ran und hier unten ist so ein bisschen das Meer, so ein bisschen dunkler. Jetzt könnten da auch noch ein paar Wellen drauf. Vielleicht mache ich das gleich nochmal. Ja, ich drehe das erstmal, damit ich nochmal wieder einen anderen Blick drauf kriege. Aber doch, mit dem Weiß kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ich glaube, so muss ich es jetzt erstmal trocknen lassen. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich denke, ich lasse das jetzt erstmal. Ja, ich freue mich. Es glitzert tatsächlich etwas. Mal gucken, ob wir das sehen können. Das ist auf jeden Fall ein toller Effekt und ich fühle mich gerade wie am Strand. Einfach schöner Sandstrand und das Blau hier von oben. Gesehen aufs Meer, so ein Blick aufs Meer, finde ich, von oben. Jetzt wird man so auf der Küste stehen, auf so einem Felsen und guckt dann runter aufs Meer. Ja, es macht Spaß, also probier das mal aus. Es sind schöne Effekte, ganz einfach umzusetzen, also gar nichts Schweres, kannst du einfach mal machen. Und ja, dabei auch einen Kaffee genießen. Ich habe mir zwischendurch nochmal einen Kaffee geholt, jetzt ist er doch wieder kalt geworden, aber dann mache ich das gleich. Also fang einfach an zu machen, genieße deine Zeit, geh an den Strand, wenn du willst, hol dir den Strand einfach zu dir nach Hause oder den Wald oder was auch immer, deine Blumenwiese und mach einfach. Und du findest bei mir Anregungen ohne Ende, also probier dich da aus, guck einfach, was dir gefällt, nimm das, greif das auf und mach deins. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Also schön, dass du hier bist, schön, dass ihr alle da seid und habt einen ganz schönen Sonntag. Eben kam gerade die Sonne raus und das hat gefunkelt. Das wollte ich dir eigentlich zeigen, aber jetzt ist es schon wieder weg.
Naja, aber vielleicht siehst du es trotzdem noch mal ein bisschen, also wenn das Licht darauf scheint, dann ist es am Funkeln und am Glitzern richtig schön. Also mach das, probier das aus. Über die Struktur, sage ich ja immer wieder, kriegst du einen guten Einstieg ins Malen. Also um ins Malen zu kommen. Und um ins Malen zu kommen bedeutet einfach, geh aus deinem Stillstand und mach. Und das tust du automatisch, wenn du so eine Spachtelmasse aufträgst. Denn du bist oder entdeckst beim Auftragen, und du siehst es ja, je nachdem, was für ein Werkzeug du benutzt, entdeckst du halt ganz viel. Und da passiert halt schon was, was dich inspiriert und auch weiterbringt. Und ja, für mich ist es auch immer so ein schöner Schritt, über die leere Leinwand zu gehen. Und das mit dem Salz macht sowieso immer viele schöne Effekte. Da probieren wir einfach aus. Und ja, mach. Ihr seid schon immer alle da, wenn ich hier mein Video für euch mache. Dann seid ihr alle da und ich freue mich dann immer schon so auf unseren Chat. Und ihr seid eine tolle Gemeinschaft. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr so wertschätzend hier miteinander umgeht und ja auch so toll euch ja gefunden habt auch und immer wieder neu entdeckt. Also es kommen ja immer wieder auch neue Teilnehmer in den Chat rein oder vielleicht seid ihr auch schon lange da und meldet euch mal und alleine dieses "Ach, hallo hier aus XY" finde ich so inspirierend. Also es macht einfach ganz viel Spaß, so auch vor allen Dingen den Sonntag zu starten. Also dafür hat sich schon meine Mühe gelohnt hier. Und natürlich freue ich mich, wenn du das Video likest. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke für dein Abo natürlich. Und ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Hab einen schönen Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss.